Heute beim Quick-Check. Die Atemalkohol-Wegfahrsperre Interlock 7500 sorgt für die Sicherheit im Straßenverkehr. Wie es funktioniert und wie die Installation des Produktes aussieht, darum geht es heute. Martin, was verbirgt sich hinter dem Interlock 7500? Ja, ein spannendes Thema. Interlock 7500 ist eine Alkohol-Wegfahrsperre, die das Starten des Fahrzeugs unter Alkohol verhindert, also den Straßenverkehr sicherer machen soll. Es besteht aus einem Steuergerät, was im Motorraum verbaut wird, und der Fahrer sieht selbst nur das Handteil. Ist in Deutschland ja noch nicht gesetzlich verpflichtend, rein präventiv, freiwillig. Aber in vielen Ländern gibt es das schon, auch als Gesetzesprogramm. Skandinavien fahren die LKWs alle mit Interlocks, in Frankreich gibt es Schulbusse und es gibt in vielen Ländern Offender-Programme, die dann auch Gesetzgebung dazu bereithalten, dass ich Führerschein behalten kann und unter Einbau des Gerätes auch weiter fahren kann. Siegfried, ihr bei Beilharz habt schon viele Atemalkohol-Wegfahrsperren eingebaut. Welche Vorteile siehst du in diesem Produkt? Also ich sehe die Vorteile natürlich im After-Sales-Bereich für uns als mehr Arbeit, Arbeitsvolumen. Nachträglich natürlich auch für den Unternehmer, dass er seine Fahrer sicher, ordentlich und sauber auf die Straße schickt. Und letztendlich auch für den Fahrer selbst. Ich bin sauber, ich kann losstarten. Martin, du hast heute einen Vorführkoffer mitgebracht. Kannst du uns einmal die Anwendung zeigen? Gerne. Für den Fahrer ist es nicht viel mehr als sonst beim Anlassen seines Fahrzeugs. Alles, was er macht beim Einsteigen, Zündung an, wie sonst auch. Das Gerät meldet sich einmal, sagt bereit für den Test. Ich muss einmal dauerhaft reinpusten. Und dann sagt der Auswertung, Test, okay, er zeigt hier keinen Alkoholwert an, damit wir uns nicht daran rantrinken können. Und dann können wir den Motor starten und losfahren. Fast keine Einschränkung. Das hört sich wirklich sehr unkompliziert an. Siegfried, was kannst du uns zum Einbau sagen? Immerhin wird ja in die Elektronik eingegriffen. Also wir greifen nahezu kaum in die Elektronik ein, indem wir Schnittstelle plus 15, Klemme 15 abzapfen. Zündschloss wird unterbrochen durch eine Relaisschaltung. In naher Zukunft wird es in den Fahrgestellen eingebaut, sodass wir einen kompakten Stecker hinter der Zentralelektrik verbaut haben, wo wir dann mit einem Klick und eine dementsprechende Abisolierung sofort anschließen können. Eine Stunde Sache ist die ganze Geschichte eingebaut. Kann es bei jedem Fahrzeug angebracht werden? Und welche Auswirkungen hat es auf die Garantie des Fahrzeugs? Es kann letztendlich in jedes Fahrzeug eingebaut werden, wie Martin schon sagt, in Bussen, LKWs. Es wird mit Sicherheit auch in PKWs kommen. Die Garantie erlischt nicht, weil wir nicht wirklich in die Zentralelektrik eingreifen und in die Fahrzeugelektrik, sondern wir machen aufgrund der Schnittstellen einen Abgriff. Muss ich etwas bei der Anwendung beachten? Fast nichts. Das Gerät reagiert sensibel nur auf den Alkohol. Das können wir natürlich intern sehr genau messen. Dementsprechend reagiert es auch auf andere alkoholische Lebensmittel. Also ein Hustensaft kurz vorher wäre schlecht. Mal ein O-Saft kann vergoren sein. Aber das merkt das Gerät auch und kann zwischen Mundalkohol und wirklich dem Alkohol tief aus der Lunge, dem eigentlichen Blutalkohol unterscheiden. Also wenn ich kurz vorher nicht gegessen, getrunken habe, vielleicht nicht geraucht habe, ein paar Minuten vorher, dann brauche ich nichts berücksichtigen. Wie können wir sicherstellen, dass das Gerät nicht manipuliert wird? Das Gerät hat neben dem Alkoholsensor auch noch diverse andere Sensoren an Bord. Ein Temperatursensor, dass ich nicht eine Luftpumpe benutzen kann, eine Druckluftpistole benutzen kann. Es wird der charakteristische Flow der Lunge, den Druck, den ich produziere, die Temperatur, all das wird auch mitgemessen. So kann ich also nicht die Pumpe benutzen, durch einen Filter pusten, durch ein Wasserbad. All diese Dinge sind nicht möglich. Und wir haben auch einen Datenspeicher natürlich an Bord. Und im Zweifelsfall kann man hinterher Manipulationen noch ganz einfach auslesen. Siegfried, für wen ist die Atemalkohol-Wegfahrsperre geeignet? Im Grunde genommen für den Güterkraftverkehr sowie auch für den Personennahverkehr, sprich Busse, wo auch dann das ein oder andere auch im privaten Sektor mit Sicherheit lukrativ und besser ist. Genau, und wer möchte, kann es dann eben auch in Maschinen, in Zutrittskontrolle, Türöffnung, wie Gabelstapler. Die Anwendung, genau, ist mannigfaltig. Ja. Da ist mehr als nur der LKW und PKW, aber das wird erstmal die Hauptanwendung, denke ich. Das hört sich wirklich sehr einfach und unkompliziert an und man fühlt sich viel sicherer im Straßenverkehr.
Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Danke Gerne. auch. Und wir sehen uns beim nächsten Quick-Check-Video.